Hitler has often protested that his plans for conquest do not extend across the Atlantic Ocean, but his submarines and raiders prove otherwise. And so does the entire design of his new world order. For example, I have in my possession a secret map made in Germany by Hitler's government, by the planners of the New World Order. But what does the New World Order mean for countries like ours? Out of it came a new Europe, a new world order. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. And this is a Luciferian plan, as may be seen by the strange seal on the back of the American dollar. Quickly through it again. The eye in the triangle is not the eye of God, it is the eye of Lucifer, seen on many different occasions in many different places, on churches, Masonic lodges and other places. The 13 blocks of stone there represent the 13 power groups who are involved in setting up the New World Order, which is simply code for one world government. Robertson has written in a book a few years ago that we should have a world government, but only when the Messiah arrives. He wrote, literally, any attempt to achieve world order before that time must be the work of the devil. Well, join me. I'm glad to sit here at the right hand of Satan. In 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. В своем движении в другом направлении, к новому мировому порядку, I think новой even цивилизации. Even that does not describe why the world has changed so much and why the world has turned so much toward a new world order and a new kind of civilization. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. I hope so. The SCO, Russia, China, Russia leading this new global movement to balance the power in the world so that they can build a new world order. Zu der blockfreien Gruppe gehören 118 Entwicklungs- und Schwellenländer aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Laut dem ägyptischen Außenminister Ahmed Abul-Gheit strebt der zweitägige Gipfel eine neue Weltordnung ohne Ansicht der Größe oder der militärischen und wirtschaftlichen Stärke der Länder an. Auf dem Evangelischen Kirchentag in Dresden nimmt Bundeskanzlerin Merkel zur Stunde an einem Diskussionsforum teil. Zusammen mit Gästen und dem Publikum spricht sie über die neue Weltordnung. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhin kommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Es soll keine neue Weltordnung ohne die Katholiken entstehen. A new world order. Pope Benedict XVI is calling for a new world financial order. Jesus will expect more than something like this. Jesus wird doch mehr erwarten als nur Folgendes. It's nice to have you back. Naja, es ist ja schön, dass du wieder gekommen bist. Nehmen Sie doch nur eine Straßenkarte von Washington D.C. Schauen Sie sich es aus der Luft an. Und Sie sehen, was die Freimaurer als die Ziege von Mendes verstehen. Ja, das ist ein Symbol der Freimaurerei. Es ist ein dämonisches Symbol. Man sieht die Ziege, die Anordnung, die ganze Stadt ist so angelegt, über das ganze Gebiet hinweg. Da ist eine Sache da draußen und Sie haben es im Live-Magazin gelesen. Sie haben das Titelblatt des NASA-SETI-Programms gesehen. Sie haben das Bild vom Weltraum gesehen. Und Sie, die NASA, sprachen davon, 100 Millionen Dollar Investition zu tätigen. 100 Millionen Dollar zu investieren, um herauszufinden, ob es außerirdische Intelligenz gibt. Sie haben hier was am Laufen. Erinnern Sie sich an, Sie meinen die Radiosendung? Ja, genau, von Orson Welles, 1939.
Nun, wir haben etwas anderes, das hereinkommt. Sie werden die Ansage machen, dass sie außerirdische Intelligenz entdeckt haben. Und das wird die Bevölkerung der Welt ängstigen. Oh mein Gott! Und wie können wir damit als Nation umgehen? Wir können damit nur als UN umgehen. As the United Nations, yes, we're going to have a united. Wir werden die UN haben, eine einzige Weltregierung. It's necessary. Es ist nötig, werden sie sagen. Warum? Wir hängen von den Außerirdischen, den kleinen grünen Wesen da draußen ab. Sie werden diese Ansage machen. Und das ganze Programm ist falsch. Es ist festgelegt, es ist eingerichtet. Und sie werden der Einfallspinsel sein, außer sie verstehen, was passiert und wer wem was antut. What's going down? Move on to something else completely different, something completely out of the world. A former government UFO expert is warning that Britain is wide open to alien visitors. These nations must unite. We must make them unite. There's so much we can do if we work together as a world. You know, remember that movie Independence Day where invaders were coming from outer space and the whole world was united against the invasion? I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Alien takeover means the implementation of a one-world government. Her little pastime was calling up, supposedly filling the sky with UFOs and watching everybody's excitement. And some of the most outstanding sightings were in the early 70s in Ohio. And she used to laugh about it because she'd be standing in a circle out in the field somewhere calling up demons. And that's all they were angels of light playing games in the sky. Remember, a demon, get the little spooky picture. There are a fallen angel, an unclean spirit. They can assume any form or go into anything. But they can assume forms including spacemen or solid objects like flying saucers or so on. That's why when they appear on the radar scope and a jet gets up there, they vanish right in front of the pilot's eyes because they're nothing but a spirit. Die Oligarchie besitzt einen Messias, Lord Maitreya. Ich nenne ihn Lord Maitreya, der mit der Theosophischen Gesellschaft einherkommt. Er kommt einher mit diesem ganzen luziferischen Müll. Gehen Sie mal zu so einem satanischen Platz. Ich bin dort oben im Ojai-Tal aufgewachsen. Sie werden dort Blavatsky-Anhänger finden und direkt an der nächsten Tür die Krishnamurti-Gruppe am Meditationsberg. Ich glaube, Sie werden versuchen, diesen Lord Maitreya einzuführen, als den Jesus, den Buddha, den neuen Mohammed. Er wird alles Mögliche für alle Menschen sein. God is infinite. Heaven will be an infinite chase, an infinite tracking down of the glories of God. But most don't want that. Even most who attend evangelical churches don't really want that, and I can prove it. They don't want it now. If you don't want it now, you won't want it then. Because eternal life does not begin with dying and going to heaven. He says, this is eternal life, that they may know you. Know you. And that begins the moment He regenerates your heart. Do you desire Him? Ich möchte Sie fragen, was ist für Sie der Grund dafür, dass es Truman bisher niemals gelungen ist, die wahre Beschaffenheit der Welt, in der er lebt, zu entdecken? Wir akzeptieren die Realität der Welt, die uns dargeboten wird. So einfach ist das. Er könnte jederzeit gehen. Wenn seine Absichten nicht so halbherzig wären, wenn er wirklich im Innersten entschlossen wäre, die Wahrheit herauszufinden. Geh mal runter auf die Straße und red mal mit den Leuten. Und du wirst sehen, kein Mensch da unten ist so blöd wie die Shows, die wir produzieren. Die Leute reagieren einfach nur auf Müll. Ja, genau deswegen sollten wir vielleicht aufhören, sie damit zuzuscheißen. Du gibst doch deinen Kindern auch nicht den ganzen Tag Süßigkeiten zu fressen, oder? Bring den Müll raus. Bring du doch den Müll raus. Der Müll ist aber hier. Das ist der erste Teil deines Trainings. Lernen, alles rauszuwerfen, was du da oben nicht brauchst. Wir
sind wir denn schon, dass wir uns weigern, unseren Brüdern die Hand zu reichen? Wer sind wir denn schon, dass wir uns weigern, den Schrei eines sterbenden Volkes zu hören? Mittellosigkeit, fürchterlicher Hunger, unheilbare Krankheiten. Afrika wird von den schlimmsten Plagen heimgesucht. Und doch höre ich immer wieder, das sei nicht unser Problem. Aber ihre Schulden sind auch unsere Schulden. Afrikas Qual ist genauso auch unsere Qual. Und ihr, die ihr die Jugend seid, die Jugend, die die Zukunft dieser unserer Welt ist. Wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren.